Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr einen neuen Standort auf Instagram erstellen und dann in eurem Post verwenden könnt. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Habt ihr schon einmal einen Ort zu einem Instagram-Post hinzufügen wollen, der, wenn ihr nach diesem sucht, nicht gefunden wird? Vielleicht habt ihr sogar versucht, diesen auf Instagram hinzuzufügen, doch habt die Funktion dazu nicht gefunden? Das kommt daher, dass man direkt auf Instagram keine neuen Orte hinzufügen kann. Standorte kann man auf Instagram nur über einen Umweg hinzufügen und für diesen braucht ihr die Facebook-App. Denn da Instagram zu Facebook gehört, greift Instagram für Standorte auf die Facebook-Datenbank zu. Aus diesem Grund könnt ihr bei Facebook die Standorte hinzufügen, die dann auch bei Instagram angezeigt werden. Dazu öffnet ihr als erstes die Facebook-App. Dort angekommen, drückt ihr auf einen neuen Beitrag erstellen. Als nächstes drückt ihr auf Standort markieren. Um einen neuen Standort zu erstellen, müsst ihr übrigens die Ortungsdienste für die Facebook-App aktivieren. Tippt nun den Namen des Standorts ein und drückt auf Suchen. Jetzt kann es sein, dass Facebook trotzdem Orte vorschlägt, die nicht mit dem Ort übereinstimmen, den ihr eingegeben habt. Scrollt in dem Fall ganz nach unten, denn dort findet ihr den Punkt Hinzufügen und klickt diesen an. Jetzt öffnet sich ein neues Fenster, in das ihr den Namen eures Standorts und optional noch die Adresse und die Stadt eingeben könnt. Auf der Karte wird nun der Standort ausgewählt, auf dem ihr euch gerade befindet. Wenn ihr euch gerade an dem Standort befindet, den ihr erstellen möchtet, dann braucht ihr hier nichts verändern. Falls ihr jedoch aber gerade an einem anderen Ort seid, könnt ihr diesen verändern. Dafür müsst ihr die Karte verschieben, denn das Standortsymbol lässt sich nicht verschieben, sondern nur die Karte. Mit einem Finger bewegt ihr die Karte und mit 2 Fingern zoomt ihr. Wenn ihr die Stelle gefunden habt, dann drückt ihr auf Speichern und nun auf benutzerdefinierten Ort speichern. Da ihr ja keinen Beitrag erstellen möchtet, brecht ihr den Facebook-Post danach ab, indem ihr auf das X und dann auf Verwerfen klickt. Es kann sein, dass es noch etwas dauert, bis euer Standort in der Datenbank zu finden ist, aber früher oder später wird er auftauchen. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie in die Kommentare oder wendet euch direkt an die Experten von eBakery. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.